euch auf der Reise unseres Lebens. Der Atlantik. Eine Herausforderung, vor der wir schon mal standen. Eine Herausforderung, die wir schon mal geschafft haben. Und trotzdem sind wir angespannt. Wir sind uns sicher, dass wir das machen wollen. Den Sprung weg von Europa. Endlich wieder neue Kulturen und Landschaften sehen. Es gibt genug Sachen, die schief gehen könnten. Und das Wissen darüber, was alles schief gehen kann, macht uns das Ablegen nicht leichter. Wir haben auch schon genug Probleme kennengelernt. Dennoch, die Vorfreude überwiegt. Also auftanken, schnell ein paar Stempel in die Pässe hämmern lassen und die Leinen werfen. Motor läuft, vollgetankt, wir haben Stempel im Pass. Alles fertig und es geht los. Also es gibt keine Ausreden mehr. Ab geht's. Auf da! Wind haben wir noch keinen. Erst morgen früh soll er kommen. Aber selbst unter Motor fällt eine enorme Last von uns ab. Auf einmal wird es ruhig auf der Aria. Jeder fährt ein bisschen runter und genießt diese Ruhe. Die Ruhe von äußeren Einflüssen und vom ständigen Online-Sein. Das Wissen, dass wir jetzt für die nächsten 2 Wochen abgeschottet sind, befreit einen im Kopf. Die Sonne geht unter und das wird das letzte Stückchen Land sein, das wir für die nächsten 2 Wochen sehen. Does it own you, control you? Let me in, I'll help you out. I won't lose you this time. So, guten Morgen zum ersten Tag. Wir sind nicht sonderlich schnell. Noch 5 Knoten haben wir gerade. Das ist gerade Top-Speed, aber also wir kommen nicht so gut voran. Wir haben einfach keinen Wind. Wir sind noch die ganze Nacht durchmotort. Weil wir in der Nacht nicht die Segel hochziehen wollten. Und so in der Früh, so ich glaube 1, 2, 3 Uhr kam ein bisschen Wind. Haben wir aber schon gut was geschafft. Wir sind jetzt 110 Seemeilen von Gran Canaria entfernt. Heißt, wir sehen kein Land mehr und das auch wahrscheinlich nicht für die nächsten 14 bis 16 Tage. Wir haben uns ein Projekt überlegt, wie wir auf die Verschmutzung der Meere so ein bisschen aufmerksam machen können. Erstmal, weil es uns selbst interessiert hat und zweitens haben wir auch nichts Vergleichbares irgendwie gefunden. Ne? Deshalb wollen wir stichprobenartige Messungen durchführen auf dem Atlantik. Heißt, wir haben uns selber eine Konstruktion überlegt und einen Mikroplastikfilter gebaut und den ziehen wir dann immer ca. 10 bis 15 Seemeilen hinterm Boot her und schauen, was da so bei rauskommt. Das ist natürlich jetzt unser erster Versuch und mal schauen, wie gut das Ganze klappt. Aber wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei rauskommt, ob wir aus diesem
eigentlich klar blauen Wasser überhaupt irgendwie Müll rausziehen werden oder eben gar nicht. Wir haben auf jeden Fall vor, in Zukunft vielleicht im Pazifik oder Indischen Ozean das Ganze dann natürlich noch zu verfeinern und irgendwie professioneller zu machen. Aber das ist jetzt mal der erste Versuch. Mal schauen, wie gut es klappt. Okay, das ist jetzt der erste Tag der Messung. Der Wassertemperatur 19,7 Grad, Wellenhöhe unter 0,5 Meter, Windgeschwindigkeit so ca. 8 Knoten. Ich denke, das passt. Und um Punkt 10 Uhr UTC schmeißen wir das Ding rein. Konstruktion. Ich will das mal ganz kurz reinhängen, so testweise. Das ist der erste Test, ob das Ding überhaupt so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Oh Gott, Alter, bitte. Ja! Wow. Jo! Das bremst halt komplett aus, aber es könnte funktionieren. Okay, wollen wir es nochmal rausfinden und um 10 Uhr rein? Ja. Ja, rein. Erste Messung. 10 Uhr früh. Ich bin mal sauer gespannt, ob wir da was rausziehen. Ja, das geht sau ab. So. Es ist noch nicht rum die Zeit, aber der Mikroplastikfilter ist schon kaputt. Ja. Wir müssen das anders machen. Das war nur der Testlauf. Also die Filtereinheit Ist ganz. völlig instand. Und sehr gut. Funktioniert doch sehr gut. Und wir haben auch schon kleine Sachen gefangen. Ja, hier. Schau mal da, das ist Plastik. Das Plastik, Wie ja. rast aus. Wahrscheinlich unser eigenes. Das ist eine Plastikfolie, ja. Ach du Scheiße. Witzig. Krass. Als ob wir da echt etwas schon rausgezogen haben. Mehrere Sachen. Ich glaub's nicht. Ja. Hörst du mal an? Ja. Da hängt richtig was drin. Also die so da drüben. Sieht gut aus im Video. Ja, moin. Ja, ist besser. Wir haben ein U-Boot gebaut. Das ist ja der richtige Mann. Eine Welle untergebracht. Also wir sind noch weiter an den hier. Ich bin dann quer. Oh, dann falle ich das Plastik raus. So, das Messergebnis der ersten Messung ist jetzt nicht so ultra spektakulär, aber das ist auch gut so. Wir haben 4 etwas größere Stücke und 2 ganz kleine Stücke. Sieht man jetzt hier, glaube ich, echt extrem schlecht. Also das eine sieht man ganz gut. Hier oben sind auch noch ein paar andere. Das ist natürlich jetzt auf diese kurze Distanz, die wir den Filter hinterhergezogen haben und diese kleine Fläche vom Filter und diese eigentlich geringen Wassermenge, die der Filter filtert, doch ziemlich krass, dass man da sowas bei rausfischt. Ich bin mal gespannt, was jetzt die nächsten Tage dann noch kommt. Besser hätte die Atlantiküberquerung, glaube ich, nicht anfangen können. Super Wetter die ganze Zeit, der Wind ist gerade so perfekt, dass wir mit dem Oxley echt super guten Speed machen. Ich weiß nicht, wie schnell sind wir, Johnny? 7 Knoten im Schnitt. 7 Knoten im Schnitt. Manchmal sogar über 8. Also wirklich perfekt. Wir haben keinerlei Krängung, das Boot bewegt sich auch nicht. Gerade waren noch die ganze Zeit Delfine da. Wenn es so weitergeht, chillig. Aber kommt sicher auch mal anderes Wetter, aber solange es bleibt, genießen wir es. Was? 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 Ja, du hast heute Geburtstag? Nein! Wollen wir singen? Können wir singen? Ja klar. Ja, bitte nicht singen. Wir haben alle den Geburtstag vergessen.
Stabil. Okay, dann. 22. Ja. Alter, du bist so alt, Junge. Nein! Auf dem Atlantik. Als ob du das nicht erzählst. Cheers! Happy Birthday! Happy Birthday. Heute ist der 1. Februar, ne? Ja. Prost. Ach du Scheiße, ja, alles Gute. Einmal kein Internet. Die erste Nachtwache jetzt mit dem Oxley. Wir lassen ihn über Nacht draußen, wir probieren es auf jeden Fall jetzt mal aus. Aber wenn es jetzt so ist wie tagsüber, dann ist alles super entspannt. Der Wind soll auch nicht mehr werden, also ich denke, da wird gar nichts. Es könnte ziemlich cool sein. Das ist eine sehr ruhige Nacht dann. Sieht entspannt aus. Guten Morgen. Sonne geht in so einer halben Stunde auf. Also ich habe gerade den Oxley zum ersten Mal verändert. Seit gestern Morgen stand der genauso da, wie wir ihn hochgezogen haben. Das hat auch gepasst. Jetzt ist die Aria manchmal mit dem Heck ausgebrochen, deswegen habe ich ihn jetzt etwas verändert. Das ist, glaube ich, besser geworden. Aber ansonsten, Nacht war mega entspannt. Brutal gut. Also es ist echt schön. Nur mit dem einen Segel da draußen. Und es ist aufmerksames Segeln, man muss aufpassen, aber super entspannt. Jetzt geht gleich die Sonne auf. Zum dritten Tag. So, das hat jetzt 2 Minuten gedauert und ich habe eine gute Mahlzeit. Und die anderen pennen noch, also heißt ich habe Wache. Da wäre jetzt keine Zeit gewesen für ein Spiegelei oder Rührei oder sowas. Also perfekt. Das ist der zweite Tag in der zweiten Messung. Wir haben den Filter nochmal etwas umgebaut, dass er so ein bisschen mehr Geschwindigkeit aushält, weil es gestern schon sehr grenzwertig war. Und das ist auch direkt hinterm Boot, das heißt, es ist nochmal leichter rauszuziehen. Es ist 11:30 Uhr, 11:20 Uhr, 11:20 Uhr? 11:19 Uhr. Ja, um 11 Uhr, jetzt ist 11:20 Uhr und jetzt kommt er rein. Eingegraben. Das ist ein Klassikstück. Noch viel. C'est la vue. Also das ist nicht optimal, der Filter. Oh, eine Fuhl, gell? Heute haben wir viel mehr rausgezogen als gestern. Vielleicht lag es wirklich am Rausholen, weil gestern hat es mit dem Rausholen nicht so gut geklappt. Vielleicht ist da was verloren gegangen. Aber jetzt haben wir hier, das sind die Ausbeutungen von heute. Und das ist schon auf jeden Fall ganz ordentlich. Ich bin echt mal gespannt, was jetzt noch die nächsten Tage da rauskommt. Also das ist schon eigentlich gar nicht so wenig. Das ist schon richtig viel. Wenn man es auf die kurze Zeit sieht, die der Filter wieder drin war. Fuck, es ist doch kalt, gell? Heute die gut fest, gell?
Ich hol dich nicht zurück. Ich hole nicht Da raus, bist du selber schuld, gell? Wenn du jetzt loslässt. Wenn der Lohn hat, viel okay, gell? Geht klar? Ist klar. Man kommt gut raus, aber hier. Korrekt. Willkommen bei Kochen mit den Segeljungs. Wir machen jetzt den Nudelauflauf, weil hauptsächlich muss der Brokkoli weg. Der wird nämlich schon schlecht.